Das Stichwort Plattform ist natürlich in der Informationstechnik im Augenblick ein großes Schlagwort, aber es wird in verschiedener Form auch benutzt. Einmal sprechen wir über sogenannte Plattformunternehmen. Das sind Unternehmen, die zwischen Verkäufern und Käufern vermitteln. Das ist auch nicht neu. Wir haben immer Börsen gehabt, bei denen eben hier die Börse die Vermittlungsfunktion übernommen hatte zwischen jemandem, der etwas verkaufen wollte, sei es Wertpapiere, sei es Rohstoffe, und den Käufern, die eben jetzt diese Güter haben wollten. Diese Ideen werden durch die Informationstechnik im Augenblick beschleunigt. Börsen sind mittlerweile schon digitalisiert, das heißt, diese Vermittlungsfunktion wird mittlerweile digital durchgeführt und neue Unternehmen entstehen. Die bekanntesten zurzeit sind vielleicht das Unternehmen Uber oder Airbnb. Das Unternehmen Uber vermittelt zwischen Personen, die einen Transport möchten von A nach B, und Fahrzeugen, die diese Leistung bereitstellen und kassieren praktisch von beiden Seiten ab. Deswegen bezeichnet man solche Marktstrukturen auch als Two-Side-Markets. Das heißt, die Plattform hat zwei Kunden, einmal der verkauft und zum anderen der kauft. Oder eben auch hier Airbnb. Dieses Unternehmen vermittelt eben zwischen Suchenden nach Übernachtungen und Anbietern von Übernachtungsmöglichkeiten im privaten Umfeld. Auch da wird in der Regel von beiden Seiten hier kassiert. Oder eben eine mehr technische Plattform für Spiele. Auch da wird einerseits hier der Spieleanbieter über eine Plattform seine Spiele zur Verfügung stellen, muss dem Plattformanbieter etwas bezahlen und gleichzeitig wird aber auch dann der Spieler selber einen Betrag noch an die Plattform richten müssen. So, da kann man jetzt eine ganze Reihe von Beispielen sagen, auch in unterschiedlicher Form von solchen Plattformen. Das ist eine disruptive Innovation in vielen Fällen. Die genannten Beispiele Airbnb oder auch Uber sind in aller Munde, weil sie ohne, dass sie große materielle Ressourcen besitzen, also weder Hotels bei Airbnb oder Autos bei Uber, trotzdem einen Börsenwert mittlerweile haben, der mit großen Hotelketten vergleichbar ist oder mit großen internationalen Automobilunternehmen. Und das zeigt die Macht, die solche Plattformunternehmen haben. Die zweite Definition, die auch ein bisschen ähnlich zu dem ersten Ansatz ist von der Konzeption, aber doch eben auf einem anderen Gebiet ist, sind sogenannte Plattformarchitekturen im Rahmen von Software. Auch dort findet eine solche Vermittlungsfunktion statt, nämlich zwischen Bausteinen, die ganz konkrete Funktionen ausüben, in Form von Apps oder in allgemeiner Form kleinen Funktionseinheiten und einer großen Lösung, die praktisch einen ganzen Prozess jetzt hier abbildet. Und eine Plattform vermittelt jetzt, dass diese einzelnen Bausteine zu einer solchen komplexen Prozesslösung dann zusammengebaut werden können. Also von daher ist es auch eine solche Vermittlungsfunktion, nur kassiert diese Plattform dann nicht von beiden Seiten etwas ab, aber im übertragenen Sinne ist es auch eine Kundenlieferantensituation. Der Kunde ist sozusagen die Prozesslösung und der Anbieter oder die Anbieter sind die kleinen Apps, die kleinen Bausteine, die jetzt über eine solche Plattform zusammenmontiert werden können. Plattformarchitekturen, also Software-Plattformarchitekturen, ermöglichen eine viel flexiblere Prozessgestaltung, als das monolithische ERP-Systeme tun. Es wird auch wahrscheinlich die nächste Generation von Softwarearchitekturen sein. Man kann leichter kleine Funktionsbausteine zu neuen Prozessen zusammenbauen, man kann Bausteine austauschen und von daher eben auch eine höhere Innovationsgeschwindigkeiten in der Prozessrealisierung dann eben auch erreichen. Dadurch, dass eben dann auch die Einführung solcher Systeme nicht mehr so große Projekte sind, weil keine hochintegrierten Softwarepakete dort eingeführt werden müssen, ist das natürlich auch eine Lösung für den Mittelstand oder für kleinere Einheiten in Großunternehmen. Das heißt also, dass Fachbereiche für sich eine individuelle Lösung leichter selber zusammenstellen können und nicht erst warten müssen, bis eben die große
IT-Strategie des Unternehmens ihnen die Funktionen bereitstellt. Also von daher bekommen wir eine viel leichtere Möglichkeit, neue Informationssysteme einzuführen, zu gestalten und damit eben auch eine höhere Innovationsgeschwindigkeit in den Unternehmen zu erreichen.